Guten Morgen, ihr Lieben. Schauen wir, was der Tag uns für eine Info fürs Kollektiv mitbringt. Das ging ja heute schnell. Es geht um unser Umfeld, unseren häuslichen Bereich, um das, was uns umgibt, um unsere gute Grenze. Und hier haben wir noch den Schutz. Das ist schon mal eine gute Ausgangssituation. Egal, was sich hier bewegt, mit den Engelflügeln sind wir so gesaved. Der Himmel schützt uns und unsere Umgebung, unser Umfeld. Das, was wir hier als störend empfinden, das sind unsere Gedanken oder was hier als störend angezeigt ist. Denn hier ist ein Gedankenkarussell, hier sind, ja, das Wort Labyrinth fällt hier. Das heißt, man denkt, man überlegt sich, man denkt und man kommt hier nicht zum Ausweg oder zum Ausgang. Und man denkt vielleicht, man müsste diesen Schutz, der hier liegt, selber irgendwie fabrizieren. Und vergisst ganz so irgendwie auch angebunden zu sein, weil man immer nur denkt und überlegt, wie kriege ich was hin. Hier haben wir auf jeden Fall den Ausstieg aus dem Labyrinth, den Ausweg, den Ausgang. Mit den Blumen haben wir auch so das Gefühl, hier oben liegt der Verstand, hier unten die Emotion, dass sich etwas Gutes in unsere Richtung drehen könnte, aber wir wissen nicht wie. Denkt immer dran, das sind kollektive Legungen, da könnt ihr mit in Resonanz gehen, aber ihr müsst es nicht. Es ist manchmal auch sehr speziell und es ist auch gut so, weil dann hat es die Möglichkeit, viele anzusprechen. Ja, hier kann man damit rechnen, auf dem kurzen Weg in kurzer Zeit etwas in Bewegung zu bringen, was hier sehr erleichternd wirkt, aus einem großen Gedankenkarussell auszusteigen und vielleicht sich auch wieder geschützter im Umfeld zu fühlen. Hier liegen mehrere Erfolge in kleinerem Bereich. Das heißt, man lernt vielleicht auch wieder so peu à peu, wo man sich unnütze Sorgen macht, denn hier ist schon die Lösung. Also die Lösung liegt näher, als man glaubt. Man hat vielleicht durch dieses viele Denken keinen Einfluss drauf oder man kommt nicht dran ran richtig. Die Lösung kommt ja auch nicht vom Umfeld, die kommt von einem selber und sie ist sehr stabilisierend, denn hier kommt so ein Aufatmen. Ne? Hier hat man an was lange rumgemacht oder gearbeitet dran. Das Umfeld bringt einem vielleicht auch immer viel Arbeit mit, wo man sich Gedanken drüber macht. Ihr kennt es bestimmt alle, wie oft macht ihr euch Gedanken um andere Menschen und das ist gar nicht richtig zum Beispiel, das ist nur der Kopf, der uns da irgendwie im Kreis drehen lässt. Und wir fallen hier zweimal selbst. Einmal haben wir die Lösung im eigenen Haus und hier bei den Hoffnungen und Ängsten haben wir uns selber, den empfänglichen Teil. Es kommt also darauf an, wie gehen wir mit den Sachen um, wie stark sind wir verankert, wie geerdet sind wir, wie positiv gestimmt, wie gedankenlastig. Ja, und hier haben wir noch die Sterne. Also sehr optimal, sehr, sehr optimal. Hier klärt sich etwas. Das kann auch etwas Seelisches sein. Eine Sache, die du dir erarbeitet hast, eine seelische Grundlage, eine Sache, die dich schon so aus der Wurzel her ein bisschen beschäftigt. Möglicherweise ein Lebensthema sogar. Das ist jetzt so mal die allgemeine Deutung. Ich habe aber natürlich ein zweites Szenario an Bord und das ist ja eine berufliche Situation.
wo man vielleicht überlegt, wie komme ich in eine neue Bahn oder wie löse ich meine beruflichen Dinge. Ich sehe für die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht arbeiten oder nichts haben, dass von außen Arbeit auf einen zukommt. Das heißt, eine Chance, um zu arbeiten, was einem auch entspricht. Die anderen haben die Möglichkeit, ein berufliches Problem zu lösen. Die Berufsenergie ist hier auf jeden Fall sehr schön und bringt ja auch so ein Gefühl des Durchatmens mit. Okay, gucken wir hier noch. Dann dürft ihr wieder eine Karte aussuchen. Die Hoffnung. Und jetzt kommt, jetzt haltet euch fest, hier nochmal der Schutz. Ne? Also bleibt in der Hoffnung, wir sind hier safe. Das entsteht hier nicht nur durch unser eigenes Ding, sondern es kommen Gelegenheiten von außen und von oben auf uns zu. Und wir werden hier angeregt, über die Dualität nachzudenken. Okay, dann nehmen wir heute mal wieder noch eine Pflanze. Eins. Zwei. Ich kann mich heute schlecht entscheiden. Ich würde zu links tendieren. Und da haben wir die Birke. Und die Birke wird hier als Pionier und Lichtbaum, der Fröhlichkeit und Leichtigkeit ausstrahlt, dargestellt. Die Botschaft dahinter heißt, dass wir neue Dinge in Bewegung setzen, dass wir freudig damit anfangen, nicht so gedankenlastig oder belastet. Und es geht um die Leichtigkeit und das spielerische Entdecken von unbekannten oder neuen Situationen. Wir haben hier auf der längeren Frist die Sterne, ne? Das ist schon mal die Glückskarte. Und rechts hat die Kornrade, für die ist Erntezeit. So sieht es hier auch aus. Und hier wird einfach gesagt, dass dir jetzt Ernte bevorsteht und dass du Reichtum und Fülle begrüßen sollst. Also irgendeine Segnung, die sich hier auch in deine Sachen, wo du sehr gedankenlastig warst oder gedacht hast, ich komme nie da raus, ja, das wird sich hier klären. Und zwar sehr schnell, sehr plötzlich und viel näher, als du denkst. Ja, hat sich vielleicht das Prinzip Hoffnung auch ausgezahlt, ne? Dass man einfach weitergemacht hat in der Hoffnung, dass alles gut geht oder für einen ausgeht. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.